Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Meine Erwartungen an das spanische Schiedsrichterwesen sind nach den Erfahrungen über die letzten 20 Jahre, die ich gemacht habe, schon ehrlich gesagt gar nicht mehr vorhanden. Und trotzdem schaffen es die spanischen Schiedsrichter, das spanische CTA, Woche für Woche noch Limbo unter meinen Erwartungen zu tanzen. Ja, was dieses Wochenende, was gestern passiert ist, dafür fehlen sogar mir die Worte. Nachdem das spanische CTA zugegeben hat, Gil Manzano hat einen Fehler gemacht, Dienhausen hätte gegen Real Sociedad nicht vom Platz gestellt werden dürfen, haben sie die Sperre von Dienhausen trotzdem festgelegt auf ein Spiel. What? Ja, wie es da weitergeht, was Real Madrid jetzt tun muss, etc. erfahrt ihr in diesem Video. Danach haben wir schlechte Nachrichten. Trent Alexander-Arnold. Die Verletzung ist wesentlich schlimmer als das, von dem ich gestern ausgegangen bin. Und Real Madrid hat ein richtiges Problem auf der Position des rechten Verteidigers. Warum das so ist, erfahrt ihr in diesem Video. Und dann unterhalten wir uns auch noch ganz kurz über das Spiel, über die Champions League Spiele von gestern, insbesondere über das Spiel Liverpool gegen Atletico Madrid. Und ihr werdet erfahren, warum. Viel Spaß beim Video. Ja, erlaubt mir dieses Video erstmal mit einer kurzen Angelegenheit in eigener Sache zu starten. Und zwar viele von euch haben mich in den Kommentaren gefragt, Mario, was ist denn mit deinem Podcast los? Klein und haarig. Am Montag ist keine Folge erschienen. Ja, die Hahn und ich haben es am Montag nicht hinbekommen. Keine Sorge, heute holen wir es nach. Nach diesem Video machen wir den Podcast. Wir können uns also auch über die ersten Champions League Ergebnisse unterhalten. Also gegen 17, 18 Uhr könnt ihr heute auf Spotify unsere Folge sehen. Ja, wie dem auch sei, das ist erledigt. Unterhalten wir uns über die Champions League. Gestern ist der erste Spieltag weitergegangen. Ich zeige euch die Ergebnisse von gestern. Das, was uns wohl am meisten interessiert, sind die Konkurrenten. Die Bayern haben gegen Chelsea 3:1, starkes Spiel der Bayern, haben verdient gewonnen. Liverpool gewinnt gegen Atletico Madrid. In der Tabelle bedeutet das, Real Madrid ist zurzeit auf den 8. Platz abgerutscht, sind also noch unter den ersten 8. Der erste Spieltag geht heute aber noch weiter. Also sehr wahrscheinlich wird Madrid heute unter die ersten 8 rutschen. Kannst du nach einem Spieltag aber noch nicht viel sagen. Real Madrid muss weiter dreifach punkten und dann wirst du am Ende schon oben stehen. Ja, ich möchte mich aber explizit mit euch über eine Situation unterhalten. Und zwar in dem Spiel Liverpool gegen Atletico Madrid. Liverpool macht das, was Liverpool diese Saison immer macht. Die gewinnen das Spiel immer kurz vor Schluss. Wie machen die das? Naja, gestern war es ein Kopfball von Van Dijk in der 92. Minute zum Siegtreffer von Liverpool. Und diese Szenen sind im Anschluss passiert. Was ihr seht, ist ein Diego Simeone, der auf die Fans von Liverpool draufgehen möchte. Der muss von Stewards zurückgehalten werden. Der beleidigt, der möchte eine Schlägerei mit Fans. Der lässt den Vollkontakt-Assi raushauen als Vorbild, als Trainer von einer Champions League-Mannschaft. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das auf einem Real Madrid-Kanal jetzt zu suchen? Ich erkläre euch warum. Letzte Saison erinnern wir uns daran, wie die Fans im Wanda Metropolitano mit Real Madrid umgegangen sind. Insbesondere mit einem Thibaut Courtois. Der wurde mit Feuerzeugen beschmissen, der wurde beleidigt. Alles haben sie versucht, bespuckt etc. Alles, Flaschen wurden geschmissen. Und nachdem ein Courtois das alles ausgehalten hat, wurde ein Diego Simeone dazu in der Pressekonferenz gefragt. Und er hat Folgendes gesagt. Denn auch wir als Akteure können dazu beitragen, dass solche Dinge nicht passieren. Denn Menschen reagieren nicht ohne Grund, sondern aus einem bestimmten Grund. Das rechtfertigt nicht das Richtige. Aber seien Sie vorsichtig, wir können auch anfangen, uns, die Protagonisten, zu bestrafen, die Leute belästigen, die Leute aufhetzen. Und da sie der Protagonist sind, passiert nichts. Ja, also die Protagonisten müssten doch auch mal bestraft werden. Die dürfen sich ja nicht alles erlauben. Die Fans reagieren ja nur auf Provokationen. Ja, es ist immer so leicht zu reden,
aber selber nach seinen eigenen Worten zu handeln ist sehr, sehr schwer. Mr. Heuchler Simeone, ein Trainer, der damals nach dem Champions-League-Finale auf einen 18-jährigen Varane draufgehen wollte, als erwachsener Mann, der gestern sich mit Fans prügeln wollte, der redet davon, dass man selber als Protagonist sich ja nicht alles erlauben darf. Ja, das sind übrigens auch die gleichen, die immer wieder sagen, ein Vini, der muss das aushalten, wenn er 90 Minuten beleidigt wird und rassistisch etc. pp. Denn die Ausrede von Diego Simeone gestern in der Pressekonferenz nach dem Spiel war, ja, ich wurde 90 Minuten beleidigt und ich bin auch nur ein Mensch. Ja, Vini ist übrigens auch nur ein Mensch und ein Thibaut Courtois auch. Aber wie dem auch sei, ich wollte euch einfach nur zeigen, wie heuchlerisch ein Diego Simeone ist. Ich glaube, der passt schon dahin, wo er gerade ist. Ich glaube, der passt gut zu Atletico Madrid. Wie dem auch sei, wir konzentrieren uns jetzt auf Real Madrid. Da haben wir zunächst einmal schlechte Nachrichten. Trent Alexander-Arnold beim Spiel gegen Olympique Marseille nach 3 Minuten fasste er sich an den Oberschenkel, hat sich hingesetzt und ich hatte ehrlich gesagt gestern noch Hoffnung, dass es halb so schlimm ist, weil er das relativ schnell erkannt hat, nicht im Vollsprint war etc. Ja, falsch gedacht. Lesen wir uns mal den Artikel zusammen durch. Trents Verletzung bestätigt. Riss im Oberschenkelmuskel, 6 bis 8 Wochen Ausfall. Der Spieler wurde am Morgen untersucht und erhielt eine harte Diagnose. Real Madrid hat bestätigt, dass Trent Alexander-Arnold eine Muskelverletzung hat, die ihn 6 bis 8 Wochen außer Gefecht setzen wird. Nach den heute von der medizinischen Abteilung von Real Madrid durchgeführten Tests bei unserem Spieler Trent Alexander-Arnold wurde bei ihm eine Muskelverletzung in der Oberschenkelmuskulatur seines linken Beines diagnostiziert. Der weitere Verlauf steht noch aus, heißt es im medizinischen Bericht des Vereins. Ja, eine absolute Hiobsbotschaft. Es geht schon wieder los. 2 Tage, nachdem ein Antonio Rüdiger schon für 3 Monate ausfällt in der Verteidigung von Real Madrid, fällt ein Trent Alexander-Arnold auch 6 bis 8 Wochen aus. Was bedeutet das für Trent? Ich blende euch die Spiele ein, die ein Trent Alexander-Arnold verpassen wird. Ihr seht, einige Spiele habe ich gelb markiert. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Aber ihr seht, er verpasst wichtige Spiele. Er verpasst das Derby gegen Atletico Madrid, den Clasico gegen Barcelona. In der Champions League verpasst er unter anderem auch das Spiel in Anfield gegen Liverpool, aber auch gegen Juventus Turin. Wichtige Spiele für Real Madrid. Ja, sehr traurig, ich drücke dem Engländer die Daumen, der ist noch nicht gut bei Real Madrid angekommen und es gibt kaum etwas Schlimmeres. Du möchtest der neuen Mannschaft deine Qualität zeigen, kaum kommst du an, wirft dich so eine Verletzung wieder aus der Bahn. Ich drücke ihm die Daumen, dass er schnellstmöglich wieder fit zurückkommt. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum hast du diese Champions League Spiele gelb markiert? Ja, ganz einfach, weil diese Champions League Spiele auch ein Dani Carvajal verpassen wird. Unser Kapitän, der im Champions League-Spiel gegen Marseille einen absoluten Blackout hatte und dem Rulli, dem Torwart von Olympique Marseille, so eine halbe Kopfnuss gegeben hat, wird von der UEFA bestraft. Und das Ganze hart. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Dani Carvajal droht eine Sperre für 3 Spiele durch die UEFA. Aufgrund seines Platzverweises nach dem Kopfstoß gegen Rulli würde er erst am 10. Dezember gegen Manchester City im Santiago Bernabéu zurückkehren. Die Strafe könnte sogar noch höher ausfallen. Im besten Fall wären es 2 Spiele, wenn das Spiel als unsportlich eingestuft wird oder die Aktion als unsportlich eingestuft wird. Der Bericht des Schiedsrichters des Bosniers Irfan Peljito ist nun entscheidend, da dem Kapitän von Real Madrid bis zu 3 Spiele nach dem UEFA-Disziplinarkodex drohen. In diesem Fall nach Artikel 15, der sich auf unsportliches Verhalten von Spielern oder Trainern bezieht. Im besten Fall würde es sich um unsportliches Spiel und nicht um Aggression handeln. In diesem Fall würde die Strafe gemäß Punkt D des genannten Artikels 2 Pflichtspiele oder eine festgelegte Zeit wegen schwerwiegenden unsportlichen Spiels lauten. Doch den Bildern nach zu urteilen, muss der Außenverteidiger von Real Madrid laut Punkt E desselben Artikels mit mindestens 3 Spielen oder sogar noch mehr rechnen. Dort heißt es wörtlich, eine Sperre von 3 Pflichtspielen oder für einen bestimmten Zeitraum wegen Körperverletzung eines anderen Spielers oder eines anderen beim Spiel anwesenden Person. Ja. Wenn die UEFA die Aktion von Dani Carvajal so wertet, wie sie war, eine Aggression, bedeutet das mindestens 3 Spiele Sperre. Dani Carvajal, unser Kapitän, der erfahrenste Spieler, hat uns einen Bärendienst erteilt. Ja, und dazu kommt ja noch, dass auch in Dani Carvajal gerade aus einer Verletzung kommt, die ihn 1 Jahr außer Gefecht gesetzt hat.
Das heißt, wir können ja jetzt nicht erwarten, dass ein Dani Carvajal Samstag, Mittwoch spielt und beten, dass sein Knie hält. Ja, und viele von euch haben jetzt den gleichen Gedanken wie ich. Gott sei Dank, wir haben einen Xabi Alonso als Trainer, der setzt auch auf Spieler von Real Madrid Castilla. Wir haben doch einen Jesus Fortea. Xabi Alonso soll ihn hochholen, ab und zu in der Liga einsetzen, damit Dani Carvajal sich ausruhen darf. Und in der Champions League soll der Junge dann den rechten Verteidiger machen. Ja, denkste. Denn das ist die Information von Mario Cortegana. Fortea und Diego Aguado wurden von der spanischen Nationalmannschaft für die U20 WM nominiert. Turnierbeginn am 27. September. Nächste Woche. Auch Fran González, Pitarch und Christian David stehen auf der Liste. Anders als bei Argentinien und Mastantuono hat Real Madrid hier nicht das letzte Wort. Ja, geil. Jetzt wird ein Jesus Fortea anscheinend mit der spanischen Nationalmannschaft zur U20 WM fliegen und Real Madrid steht komplett ohne rechten Verteidiger da. Danke, Dani Carvajal. Ja, und jetzt ist die nächste logische Lösung, zumindest war es bei mir im Kopf so, ja, ein Bellingham ist zurück, ein Camavinga ist zurück, vielleicht kann ein Fede Valverde ja wieder auf die rechte Verteidigerposition gehen, das hat er ja letztes Jahr wirklich stark gemacht. Ja, das habe ich gedacht, so lange, bis ich dieses Interview gehört habe. Nein, also ich glaube nicht. Also, nachdem ich viele Male mit dem Trainer gesprochen habe, hatten wir vereinbart, dass ich nicht mehr auf dieser Position spielen würde. Ich bin im Mittelfeld zufrieden. Ich denke, ich verdiene es, weiterhin die Chance zu bekommen, auf meiner Position zu spielen. Ich glaube, wir machen das ziemlich gut. Und naja, am Ende arbeite ich und widme mich zu 100% dem Team. Es stimmt, dass ich mit dem Trainer darüber gesprochen habe. Er weiß, dass ich es nicht mag, als Außenverteidiger zu spielen. Aber gut, am Ende, wenn Spieler fehlen, stehen wir immer zur Verfügung. Ja, also, ich glaube, es ist schwer, einen größeren Fede Valverde-Fan zu finden als mich. Ich habe ein Lied über den geschrieben. Die Seele von Real Madrid. Doch ganz ehrlich, nach diesem Interview war ich enttäuscht. Ich erwarte von jedem Spieler von Real Madrid, erst recht von unserem Kapitän, dass er auf diese Frage immer antwortet mit: Mir ist egal, wo der Trainer mich aufstellt. Solange ich das Trikot von Real Madrid tragen darf, ist es eine Ehre, jede Minute auf dem Platz zu stehen. Wenn der Trainer mir sagt, geh ins Tor, frage ich, wo sind die Handschuhe? Was ich nicht erwarte, ist ein Spieler, der sagt, nee, eigentlich habe ich mit Xabi Alonso besprochen, dass ich da nicht mehr spiele, ich habe mir meinen Platz im Mittelfeld verdient. Zur Not, wenn die Mannschaft... Keine Ahnung, also, so wie es sich anhört, oder ihr habt es selber gehört, Fede Valverde hat keinen Bock, den rechten Verteidiger zu machen. Und ich finde es fast sogar eine Frechheit, dass er solche Aussagen vor einer Kamera macht, in so einer Notsituation. Naja, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Vielleicht übertreibe ich auch. Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Um dem Ganzen ein Fazit aufzusetzen, Real Madrid hat keinen rechten Verteidiger für die Champions League. In der Liga muss Dani Carvajal anscheinend alles spielen. Wir müssen sein Knie riskieren. In der Champions League mal schauen, wer ihn ersetzt. Ich bin gespannt, welche Lösung würdet ihr finden? Lasst das bitte in den Kommentaren. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema. Ich muss euch was erklären, was ich selber nicht verstehe. Das ist wie, wenn du früher so einen Ersatzlehrer hattest in der Ersatzstunde und er musste auf einmal Mathe euch erklären und selber war der Erdkundelehrer oder sowas. Ja, so kommt mir das gerade vor. Wir erinnern uns alle an die rote Karte von Dienhausen, wo wir alle von Anfang an gesagt haben, was machst du denn da, Gil Manzano? Da sind noch 50 Meter bis zum Tor und Militao ist auch noch da. Ja, das CTA sieht es genauso. Hören wir uns das zusammen einmal an. Kommen wir zu einer zweiten Situation. Real Sociedad gegen Real Madrid. Diese Szene zeigt uns den Unterschied zwischen einem vielversprechenden Angriff und einer klaren Torchance. Der entscheidende Punkt ist, dass die Auslegung der Anwesenheit und Entfernung eines zweiten Verteidigers die Entscheidung zwischen gelber Karte und direkter roter Karte beeinflussen kann. Der Schiedsrichter zeigt direkt rot, da er davon ausgeht, dass eine klare Torchance vereitelt wurde. Die Aktion bietet zwei mögliche Szenarien, abhängig von einem zweiten Verteidiger von Real Madrid, der in der Szene entscheidend ist. Wenn man davon ausgeht, dass er den Ball hätte erreichen und um ihn kämpfen können, wäre die angemessene Strafe eine gelbe Karte wegen eines vielversprechenden Angriffs. Wenn jedoch, wie es der Schiedsrichter interpretiert hat, die Entfernung eine solche Aktion unmöglich machte, handelt es sich um eine klare Torchance, die mit einem Platzverweis geahndet wird. Diese beiden Szenarien bleiben der Interpretation offen.
Deshalb ist dieses Komitee der Ansicht, dass nicht 100% der notwendigen Voraussetzungen für eine rote Karte erfüllt sind und dass die angemessenere Strafe eine gelbe Karte gewesen wäre. Was den VAR betrifft, ist zu beachten, dass er nur bei klaren, offensichtlichen und eindeutigen Fehlern eingreift. Diese Szene fällt in das, was wir als graue Situationen bezeichnen, also solche, die mehr als eine Auslegung zulassen. Daher musste die Entscheidung beim Hauptschiedsrichter bleiben und der VAR handelte korrekt, indem er nicht eingriff. Also, ihr habt es gehört, viel hin und her, wischiwaschi. Der erste Punkt, den ich nicht verstehe, das CTA sagt ganz klar, es hätte eine gelbe Karte geben sollen, keine rote Karte. Das war ein Fehler, aber trotzdem soll das VAR sich nicht einmischen. Mein Kopf könnte explodieren. Dafür ist das VAR doch genau da. Wie grau? Das ist nichts, ist grau. Dienhausen ist 45 Meter vom Tor, ein Militao ist noch im Weg, der Odriozola hat den Ball noch nicht mal kontrolliert. Natürlich ist das keine klare Torchance. Natürlich muss das VAR sich da einmischen. Wofür ist das VAR denn da? Mir hat man doch erklärt, das VAR kontrolliert jede strittige Situation, rote Karten, Elfmeter, Tore, die werden alle kontrolliert. Und wenn da was falsch gelaufen ist, meldet sich das VAR und bietet dem Schiedsrichter an, hör mal, schau dir das nochmal an. Das VAR muss ja nicht das letzte Wort haben. Das VAR kann aber Gil Manzano sagen, schau dir die Szene nochmal an, ich glaube, du hattest eine blöde Perspektive, der Militao war ja noch da gewesen. Dafür ist das VAR doch noch da. Also erstmal macht es für mich keinen Sinn, dass die in dem gleichen Video, in dem die uns erklären, es war ein Fehler von Gil Manzano, im gleichen Video erklären die uns, das VAR darf sich aber nicht einmischen. Ja, sorry, dann brauchen wir auch kein VAR. Naja, wie dem auch sei. Also das CTA, die höchste Schiedsrichterinstanz in Spanien, hat gesagt, es war keine rote Karte. Ja, wie hat's dann der Richter entschieden? Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Hausen ist für ein Spiel gesperrt, obwohl die CTA den Fehler von Gil Manzano anerkannt hat. Hausen wurde für ein Spiel gesperrt, obwohl die CTA anerkannt, dass Gil Manzano einen Fehler gemacht hatte. Real Madrid wird Berufung einlegen. Die Schiedsrichter geben ihren Fehler beim Platzverweis von Hausen zu, verteidigen aber den VAR. Es ist ein fragwürdiger Vorfall. Naja, wie dem auch sei, ich brauche den ganzen Artikel nicht vorlesen. Ja, Dienhausen wird bestraft, obwohl das CTA gesagt hat, er hätte nie eine rote Karte sehen dürfen. So etwas gibt es nur in Spanien. Wie soll ich so etwas erklären? Es gibt keine Erklärung. Und Real Madrid wird jetzt logischerweise in Revision gehen und es wird eine Neuheit in der Welt des spanischen Fußballs geben. Das ist echt so ein Clown, eine Clown-Liga. Naja, wie dem auch sei. Real Madrid wird mit diesem Video des CTAs, wo sie selber sagen, der hätte keine rote Karte kriegen dürfen, werden sie damit zur Revision gehen und hoffentlich beten, dass Dienhausen die rote Karte, das Spielsperre, doch nicht bekommt. Es ist zwar nur ein Spiel, aber es geht sich ums Prinzip. Wie willst du denn jemanden bestrafen, wenn er offensichtlich unschuldig ist? Sowas gibt es nur in der spanischen Liga. Der nächste Skandal. Ja, ich habe versucht, mit meinen Worten euch zu erklären, was da passiert ist. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen und followen. Und jetzt eine Neuheit. Danke dir übrigens, Adnan, dass du mich daran erinnert hast. Leute, versucht dieses Video, wenn ihr so nett seid, bitte zu hypen. Denn ich habe gehört, wenn man das Video hypt, wird es ganz vielen Menschen auf YouTube vorgeschlagen. Ihr würdet mir einen Riesengefallen tun. Also runter, hypen, hypen, hypen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!